Hallo zusammen. Wir sind ja, wie ihr vielleicht wisst, im Moment in Lissabon unterwegs. Und heute Nachmittag, Samstag, haben wir uns eine schöne Zeit gemacht in der LX Factory. Die ist in der Nähe der Brücke, der roten Brücke, die so aussieht wie die in San Francisco. Und da gibt es ganz viele kreative Leute, die da ihr Business machen. Ja, und um das kurz zu machen, Alex möchte jetzt heute mal ihre Beute vorstellen, die sie in der Alex Factory gemacht hat. Bin ich schon sehr gespannt. Wir waren nämlich bei Origami Factory. Die machen ganz tolle Sachen mit Origami. Die machen Bilder. Man kann da auch selber so Workshops machen. Die machen Schmuck mit Origami. Und das fanden wir total kreativ und schön. Deswegen haben wir die Karte mitgenommen. Die sieht auch total kreativ aus im Übrigen. Ja. Das nächste, was ich mega cool fand, das sieht so schön aus, zeige ich euch auch mal. Diese hier, die machen T-Shirts und Hoodies und so. Und hier steht, I hope you heal from the problems nobody knows about. Ja, ein Teil der Einnahme, der wird verwendet für Psychologen, die entweder den Käufer oder jemanden anderes bei der Therapie unterstützen. Also man kriegt eine Therapiestunde gratis. Ja, das ist eigentlich fertig. Leider haben wir es nicht mehr geschafft, ein Hoodie zu kaufen, aber die Idee fand ich total cool. Also einen Hoodie kaufen und dann bekommen wir eine Therapiestunde umsonst dazu. Entweder wir oder jemand anderes. Oder ich könnte es auch jemandem verschenken. Wenn der Käufer sie nicht möchte, dann kann man eine Info hinterlassen, dass man sie verschenkt. Also ich kann auf jeden Fall Therapie gebrauchen. Ich glaube, die kann jeder gebrauchen. Wir sind ja im Movember, da geht es um Männergesundheit. Deswegen würde es jetzt vielleicht eher verschenken, oder? Okay. Jetzt kommt die dritte Geschichte. The Ask Game heißen die. Karten sehen schon toll aus. Das sind so kleine Kartönchen mit einem Spiel und da sind Fragen hinten drauf. Und die stellt man seinem Gesprächspartner und der schreibt sie normalerweise dann auf in ein Notizbuch. Wenn man keins hat, kann man aber auch einfach... Ne? Ich habe so Notizbücher da gesehen. Das kann sein, dass sie mit in der Kiste sind. Also wir haben 2 Fragen geschenkt bekommen. Darf ich eins nehmen? Und die können wir uns ja mal gegenseitig fragen. Gerne. Mal gucken, was da rauskommt. Hoffentlich verstehe ich. Oh Gott. Fängst du an? Das ist jetzt nur auf Englisch und Portugiesisch. Ja, dann nehmen wir die englische Variante bitte. Ah, das ist echt cool. Ja? Ja. You now have to bring 2 people face to face for talk. Who are they and why? Also, wenn ich es richtig verstehe, ich übersetze es mal, weil ich ja so ein schlechter Englisch... Ja, guck mal, ob du es richtig verstanden hast. Ich muss 2 Leute an den Tisch bringen. Du stellst mir das ja. Genau. Und du musst 2 Leute hier an den Tisch bringen, face to face. Und die sollen miteinander reden. Wer sind die? Und warum gerade die beiden? Also Richtig? Ich verstehe es jetzt nicht ganz so wie du. Ich muss die jetzt nicht an den Tisch bringen. Das steht ja da nicht. Also wenn ich jetzt 2 Leute zusammenbringen sollte, wer wäre das und worüber sollten die sprechen? Genau, aber du bist nicht dabei, sondern du musst das jetzt initiieren. Ja, genau, aber die müssen jetzt nicht hier rumlaufen. Aber ich hatte mir das so vorgestellt, sie sollten jetzt hier hinkommen. Nein. Hier ist es so schön Ja, gerade. hier ist es schön, das wäre natürlich optimal, aber ja gut, also wen würde ich denn an einen Tisch bringen? Und warum? Boah, ich bin immer so schlecht im spontanen Antworten. Wen würde ich denn hierher bringen? An wen denke ich denn gerade? Ich weiß nichts. Ich bin vor den Kopf gestoßen. Also Mental Health war ja was anderes. Das hat ja jetzt gar nichts hiermit zu tun. Du könntest ja jetzt frei in jede Branche, in jede Lebenssituation, in jede Richtung denken. Ja. Ich würde jetzt einen mit dir zusammenbringen. Okay. Ja, spontan würde ich jetzt sagen, ich bringe mich zusammen mit dem Kameramann aus Marokko, wo ich den Namen nicht weiß. Ah, ja. Okay. Und den wollen wir nämlich da treffen. Der kommt aus Tangier oder Tanger, wie wir so schön sagen. Und der kann uns bestimmt ein paar gute Tipps geben. Und ich würde euch gerne zum Thema Marokko und Filmen in Marokko zusammenbringen.
damit ihr euch dann mal austauscht und damit wir, bevor wir da ankommen, schon die besten Tipps haben, die man kriegen kann und nicht nur zum Filmen, sondern auch zum Land Marokko. Wir sind per WhatsApp miteinander verbunden. Das heißt, das ist überhaupt kein Thema. Ich habe ein paar Mal schon mit ihm geschrieben und ich glaube, das wird der erste Mensch in Marokko sein, den wir treffen werden. Na? Ist das eigentlich ein Deutscher? Nein. Marokkaner? Ja, genau. Cool. Genau, ein sehr talentierter Kameramann. Da freue ich mich schon drauf. Und dann können wir das ja sogar übertragen. Dann sieht man ja sogar das Ergebnis. Ja, genau. Ja, cool. Was hast du für mich? Ich habe What type of situation makes you lose your temper and how can you shift your reaction? Ja, kann ich ganz einfach beschreiben. Wenn ich hier eine Kamera sehr filigran aufbaue und ich sage, fasst den Tisch nicht an. Jetzt einfach mal so fasst. Kinder, fasst den Tisch nicht an. Und jemand hat schon fast eine Art Ärgermodus an, wo er die ganze Zeit den Tisch so rappelt, draufhaut, mit dem Fuß gegen den Tisch. Das Hauptsache, diese Kamera sich bewegt bis zur Unendlichkeit. Das bringt mich in Rage. Und dann drehe ich durch. Drehe ich wirklich durch. Innerlich sowieso. Ich sage immer, nach außen hin bin ich total geschillt, aber in mir tobt ein Vulkan. Und ich finde, das ist einfach ein Akt der Respektlosigkeit, weil der für die Technik zuständig ist, der hat sich ja was dabei gedacht. Und wenn dann genau das Gegenteil gemacht wird, dann passiert das, was auf der Karte steht. Ja, aber da steht ja auch noch mehr drauf. Du Was sollst ja denn? nicht nur sagen, was dich in Rage bringt, sondern auch, was dich wieder runterbringt. Dass ich mich kolossal darüber aufrege, wie ich es gerade gemacht habe, und danach ist es mir einfach egal. Gesagt ist gesagt. Ich finde auch, das ist auch etwas, auch wenn es jetzt ein bisschen ungerecht ist und auch ein bisschen hart sich anhört, wo man so von lernen kann. Und danach denke ich überhaupt nicht mehr dran. Wenn ich die Kamera gleich ausgemacht habe, denke ich nicht daran, dass du die ganze Zeit mit dem Tisch in Bewegung warst, wenn du es jetzt gewesen wärst, ja. Und ich kann es dann hinterher mich das zweite Mal darüber ärgern, wenn ich es schneiden muss. Aber dann ist es auch genug. Ich glaube auch, das ist wichtig, dass man sich selber dann über so eine Reaktion ein Ventil gibt. Und viele Menschen haben unterschiedlichste Arten von Ventil. Aber wenn ich eins nicht bin, dann bin ich nicht nachtragend. Und weil ich finde, das ist eine ganz schlechte Charaktereigenschaft. Das war nicht die Frage. Dass man jemandem nachtragend. Ja, das wäre aber ja, wenn ich, ne, du hast mich ja gefragt, wie ich dann wieder Wie du wieder runterkomme. runterkommst. Manche das Menschen war kommen wahr. gar nicht mehr runter. Ja. Natürlich war das auch ein bisschen eine Frage. Ja. Ja. Schönes Spiel. Ne? Schönes Spiel, genau, schönes Spiel. Sollen wir noch mal kurz zusammenfassen? Also wirklich ganz kurz. Die 3 Highlights, die wir gesehen haben an Produkten, die es da gab. Also da gab es noch viel mehr tolle Dinge, aber das waren die uns ins Auge gesprungen sind. Das war The Ask Game, Ja. dieses hier. Dann die Origami Factory. Das ist das hier. Und die Ivory Therapy. Finde ich total schön mit dem Herz. Ich auch. Gefällt mir. Und coole Idee. Ja, und so oder so, wenn ihr mal in der Nähe seid, geht in die Alex Factory. Das ist ein toller Ort. Wir haben heute fast den ganzen Tag da verbracht, sind gar nicht mehr in die Stadt gegangen. Und zum Schluss zur Belohnung, weil es muss jeden Tag auch eine Belohnung geben, zeige ich euch, wo wir hier sind. Hier kannst du erstmal die Wasserflasche zeigen. Guck mal. Da steht drauf Catch Me. Da Catch sind Me, so wir. heißt das hier. Das ist eine ganz tolle Rooftop-Bar. Catch Me if Aber- you can. Wir sind geradlinig rein. Und da seht ihr, wo wir sind. Wir sind direkt an der Brücke in Portugal. Da oben ist diese berühmte Statue und da ist die Brücke und hier etwas weiter oben, direkt unter der Brücke, ist die Alex Factory, das Kreativviertel. Und da ist die Alex. Da hinten ist der Kellner. Und da ist der Blick auf den Hafen. Das heißt, jetzt habt ihr alles nochmal gesehen. Mega, oder? Ja. Und ich darf immer noch keinen Alkohol trinken. Deswegen sagt nicht der Lebemann, was der da oben wieder macht. Ich bin tatsächlich fürs Wasser zuständig. Alex trinkt den leckeren Vinho Verde.
Vinho Verde, für die es noch nicht wissen, die gibt es hier massenhaft, ist ein grüner, etwas unreifer Wein, der prickelt. Kann man das sehen? Nein, kann man Nein. nicht. Der prickelt auch gar nicht, der hier. Okay, Aber dann schmeckt trotzdem. ist er vielleicht reif geerntet. Na dann. Na dann, auf einen schönen Abend. Hier von der Rooftop Bar im Catch Me. Catch me if you can. Tschüss.